Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem neueren Gerät der Firma Bosch, Siemens oder Constructa die Ablaufpumpe ausbauen und kontrollieren oder gegebenenfalls, falls sie defekt sein sollte, auch austauschen könnt. Dazu müsst ihr zuerst die Arbeitsplatte demontieren. Die ist mit 2 Schrauben von hinten gesichert. Wenn ihr dann beide Schrauben entfernt habt, könnt ihr die Arbeitsplatte mit einem kleinen Ruck nach hinten wegziehen und letzten Endes abnehmen. Um dann weiter vorzugehen, nimmt man zuerst die Waschmittelschublade heraus. Die haben in der Mitte einen kleinen Haken. Hier ist eine Eidos-Schublade, die ist etwas länger. Den Haken sieht man nicht so gut im Video, aber da habe ich euch auch mal ein Video gemacht, wie man die Waschmittelschubladen herausbekommt. Das würde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Nachdem die Waschmittelschublade entnommen ist, habt ihr rings um die Öffnung noch 3 Schrauben. Hier diese unterste ist meistens etwas verrostet, aber die bekommt man trotzdem relativ gut herausgeschraubt. Wenn ihr dann alle 3 Schrauben gelöst habt, schaut ihr von vorn auf euer Gerät. Die Bedienblende ist mit solchen Plastiknasen hier eingerastet. Die hebt ihr mit den Fingern etwas nach oben und zieht die Bedienblende gleichzeitig etwas nach vorn. Dann haken diese Nasen aus. Auf der rechten Seite gibt es noch eine Besonderheit. Dort ist nicht wie früher eine Schraube. Dort drückt ihr seitlich mit den Fingern dagegen und schon löst sich die komplette Blende und ihr könnt sie nach vorn wegziehen. Im unteren Bereich ist diese Blende nur eingehakt. Wenn ihr dann die Blende entfernt habt, könnt ihr zuerst die Tür öffnen und den Spannring um den Türgummi entfernen. Hier bei diesem Modell ist die Feder auf der linken Seite. Dort hebelt ihr mit einem Schraubendreher hinter die Feder und könnt dann den kompletten Spannring abnehmen. Drückt dann am besten den kompletten Faltenbalg etwas nach innen, dass er euch später nicht stört. Als nächstes nehmen wir die Türverriegelung heraus. Die drückt ihr in Richtung Türöffnung und drückt mit einem Schraubendreher diese beiden kleinen Plastikhaken etwas nach innen und schon könnt ihr die Türverriegelung zur linken Seite etwas ziehen und dann klappt sie auf der rechten Seite nach hinten und ihr könnt sie entnehmen. Dann gehen wir weiter zum Flusensieb. Unten am Flusensieb befinden sich auch noch 2 Schrauben. Diese beiden Schrauben entfernt ihr bitte auch komplett. Nachdem ihr diese Schrauben komplett entfernt habt, mache ich es immer so, dass ich mir das Gerät nach hinten kippe, denn von unten sind auch noch 2 Schrauben. In diesem Fall braucht man hier eine 7er Nuss, um diese beiden Schrauben, die sich links und rechts von unten befinden, zu entfernen. Wenn ihr das macht, nehmt am besten noch eine zweite Person zur Hilfe, die die Waschmaschine halten kann, damit euch die nicht umkippt. Wenn ihr dann diese beiden Schrauben entfernt habt, könnt ihr unten an der Waschmaschine die Vorderfront schon etwas wegziehen und die Klappe vom Flusensieb entfernen. Nachdem ihr diese Klappe entfernt habt, schraubt ihr noch oben die beiden letzten Schrauben locker. Und wenn ihr diese beiden Schrauben entfernt habt, könnt ihr die Vorderfront nach vorn wegziehen und komplett entnehmen. Die ist dann links und rechts nur noch ein klein wenig eingerastet, aber die lässt sich relativ gut wegziehen. Und schon ist der Weg zur Ablaufpumpe frei. Vorne an der Ablaufpumpe entfernt ihr noch dieses Kunststoffteil, das ist unten links mit einer Schraube gesichert. Danach könnt ihr das nach vorne abziehen und ihr seht schon hier die 4 Schrauben, mit denen die Ablaufpumpe vorne am Gehäuse festgeschraubt ist. Diese 4 Schrauben löst ihr. Das mache ich euch wie immer mal wieder ein kleines bisschen schneller. Und wenn ihr dann alle 4 Schrauben gelöst habt, könnt ihr hier den Stecker abnehmen. Da ist wieder so eine kleine Rastnase. Die drückt ihr hinein und dann könnt ihr den Stecker entfernen. Hier seht ihr noch mal kurz diese Rastnase. An der Seite, diese Schelle entferne ich meistens mit einer Spitzzange. Die drehen sich manchmal zur Seite. In diesem Fall geht es relativ gut. Manchmal klebt der Schlauch auch sehr an der Pumpe dran.
Habt ihr das alles entfernt, hebt ihr die Pumpe etwas nach oben und könnt sie im unteren Bereich wegklappen. Den Ablaufschlauch könnt ihr an der Pumpe dran lassen, der ist lang genug und da passiert nichts. Habt ihr dann alles ausgebaut, könnt ihr hinten direkt die Pumpe herunterschrauben. Die verfügt nur über einen Bajonettverschluss und wird einfach nur heruntergedreht und dann nach hinten weggezogen. Ihr setzt dann eure neue Pumpe auf, in diesem Fall nehme ich die alte, weil die nicht defekt ist, dreht sie wieder auf, führt dann das ganze Pumpengehäuse mit der Pumpe wieder in das Gerät, hakt es zuerst oben ein und dann drückt ihr es vorsichtig nach vorn. Achtet bitte darauf, dass ihr diese kleinen Gummipuffer dabei nicht allzu sehr nach vorne schiebt, dass das alles noch passt. Manchmal fallen diese Gummipuffer auch hinaus. Dann sucht sie bitte wieder und setzt sie ein. Ansonsten kann es, wenn die Pumpe läuft, zu Vibrationen kommen. Habt ihr dann die Pumpe eingebaut, kommt der Stecker wieder drauf. Dann mache ich es immer so, dass ich den Faltenschlauch aufsetze. Der hat eine Markierung, damit er auch wieder gerade sitzt. Wenn der schräg sitzen würde, reicht der Wasserdurchfluss an diesen Faltenschlauch nicht und ihr bekommt dann Probleme mit den Abpumpen bei eurem Gerät. Wenn der auch wieder fest drauf ist, dann werden zu guter Letzt alle 4 Schrauben wieder hineingeschraubt. Auch das mache ich euch wieder ein klein wenig schneller. Wenn ihr dann alle Schrauben aufgesetzt habt, nehmt ihr wieder diese Kunststoffabdeckung, fädelt den Ablaufschlauch ein, an der Seite dann noch den Auslöser für die Notentriegelung. Dann setzt ihr diese Kunststoffabdeckung auf, schraubt diese eine Schraube wieder hinein. Und wenn ihr das alles wieder soweit zusammengebaut habt, dann könnt ihr ganz normal in umgekehrter Reihenfolge euer Gerät wieder zusammenbauen. Um das Gerät wieder zusammenzubauen, nehmt ihr zuerst die Vorderfront, setzt sie ein wenig an, dann könnt ihr unten die Klappe für das Flusensieb ansetzen. Wenn die Vorderfront etwas rangeschoben ist, kann man die unten wieder links und rechts einrasten. Dann hält die auch wieder. Dann schiebe ich die Vorderfront komplett ran, ziehe sie mir etwas nach oben und schraube unten diese beiden Schrauben hinein. Wie gesagt, damit die Schrauben anständig passen, hebt ihr die Vorderfront ein klein wenig nach oben mit einer Hand und könnt mit der zweiten Hand die Schrauben hineinschrauben. Wenn ich dann die untersten Schrauben angeschraubt habe, schraube ich oben diese beiden Schrauben auch noch an. Das sieht man jetzt hier im Video sehr schlecht, da steht die Kamera etwas tief. Wenn diese 2 Schrauben dann angebracht ist, rastet ihr die Türverriegelung einfach wieder ein. Die führt ihr schräg durch das Loch in Richtung Trommelöffnung und dann wieder in Richtung Außenwand und dann rastet diese ein. Danach nehmt ihr euch den Faltenbalg und legt ihn wieder über diese Metallkrampe und wenn der Faltenbalg anständig sitzt, muss noch die Spannfeder rum. Das mache ich immer mit 2 Schraubendrehern. Den einen setze ich an der Feder an und sichere ihn etwas mit dem Knie und mit einem kleineren Schraubendreher heble ich vorsichtig Stück für Stück, wie ihr es hier in diesem Video seht, den Spannring wieder rum. Das habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video gemacht. Das würde ich euch hier oben noch unter dem i verlinken, wie sich das mit den Spannringen am einfachsten macht. Wenn der Spannring wieder aufgesetzt ist, setzt ihr letzten Endes noch eure Bedienblende an. Und zu guter Letzt schraube ich dann noch die beiden Schrauben von unten fest. Und schon ist eure Reparatur erledigt.